Wie lösen wir das Stahlproblem für die Klimakrise? It is infinitely recyclable. Stahl, der größte CO2-Produzent. Ersetzen wir die Kohle durch Wasserstoff. Wir werden natürlich keine neuen Hochöfen mehr bauen. Stahl ist eins dieser Dinge, die man gar nicht mehr sieht, weil sie überall sind. Autos, Gebäude, Fahrräder, Windturbinen, Kraftwerke, Schiffe. Alles wird mit Stahl gebaut. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Stahl nicht nur dieses extrem vielseitige Supermetall ist, sondern auch ein ziemlich großes Umweltpaket mit sich rumschleppt. Um das Problem zu erkennen, müssen wir zwei Dinge verstehen. Erstens, jede weitere Tonne Treibhausgase, die wir in die Atmosphäre entlassen, befeuert weiter die Klimakrise. Wir müssen also, so schnell wie es irgendwie geht, auf 0 Tonnen CO2 runter, und zwar global. Zweitens müssen wir verstehen, warum bei der Produktion für Stahl überhaupt so viel CO2 freigesetzt wird. Es liegt nämlich nicht nur am Energiebedarf. Bevor wir uns gleich anschauen, welche Möglichkeiten für grünen Stahl es gibt und was wir beide dafür tun können, brauchen wir erstmal ein paar Chemie-Basics. Stahl besteht zum größten Teil aus Eisen mit dem Elementensymbol Fe und ein bisschen Kohlenstoff, C. Leider findet man sehr selten fertigen Stahl in der Natur. Stattdessen gibt uns der Planet Eisenoxid, also eine Verbindung aus Eisen und Sauerstoff. Um das reine Eisen für unsere Stahlproduktion nutzen zu können, müssen wir dem Eisenerz erstmal den Sauerstoff entreißen. Seit gut 2500 Jahren machen wir das auf ziemlich ähnliche Weise. Um Eisen und Sauerstoff trennen zu können, müssen wir dem Sauerstoff einen neuen Buddy suchen, Kohlenstoff. Ganz am Anfang, so um 800 Jahre vor Christus, haben wir das noch mit Holzkohle gemacht. Später haben wir dann festgestellt, wie viel Steinkohle unter der Erde ist, die wir einfach nur noch ausgraben müssen. Und seitdem benutzen wir die, anstatt lästigerweise das Holz zu verkohlen, um es nutzen zu können. Mittlerweile ist der ganze Prozess super effektiv und auf große Mengen ausgelegt. Ein bisschen vereinfacht funktioniert das so. Wir haben einen Hochofen. Oben schütten wir abwechselnd unser Eisenoxid und das Koks aus der Steinkohle rein. Von unten blasen wir super heiße Luft rein. Damit haben wir alles, was wir für Feuer brauchen. Wärme, ein Brennstoff, Kohle und Sauerstoff aus dem Eisenoxid. Die Sauerstoffatome trennen sich vom Eisen und verbinden sich direkt mit den Kohlenstoffatomen zu CO2-Molekülen. Unten fließt dann unser frischer Rohstahl raus, während oben pro Tonne Rohstahl 1,8 Tonnen CO2 in die Atmosphäre gepustet werden. Versuch dir das mal vorzustellen, 1800 Kilogramm CO2, das ist ja Gas, wie viel Volumen es einnimmt im Vergleich zu einer Tonne Stahl. Glücklicherweise kann man Stahl auch super recyceln. Wie es damit aussieht, habe ich Anne Claire von der Non-Profit-Organisation Responsible Steel gefragt. And steel, to a certain degree, is a perfect material because it is infinitely recyclable. We could one day achieve a fully circular steel economy where we would just recycle scrap and have clean energy that would power your plant, and you would just produce steel. The problem is right now, I think the latest numbers say that around nearly 90% of steel is already being recycled. So we've got a very good level of recycling of steel, and that only satisfies about 30% of demand for scrap. Für eine komplette Kreislaufwirtschaft brauchen wir aber erstmal genug Stahl im System. Und bei unserem Bevölkerungswachstum wird es wohl noch eine ordentliche Weile dauern, bis wir dahin kommen. Bis dahin mischen wir einfach unseren Rohstahl aus dem Hochofen mit Stahlschrott in sogenannten Konvertern. Unterm Strich pusten wir jetzt immer noch ca. 1 Tonne CO2 pro Tonne Stahl in die Atmosphäre. Bei 1869 Millionen Tonnen Stahl ist das echt eine Menge CO2. So viel sogar, dass es insgesamt 7,2% der globalen Gesamtemissionen von 36 Milliarden Tonnen CO2 ausmacht. Und wir erinnern uns, wir müssen ja auf 0 CO2-Ausstoß kommen und das so schnell wie möglich. Das ist also die Herausforderung. Jetzt dachte ich mir erstmal, gut, Stahl ist mies fürs Klima, dann lass uns einfach was anderes benutzen. Um das wirklich bewerten zu können, müssen wir uns erstmal anschauen, wofür Stahl eigentlich benutzt wird. Das Internet ist toll und liefert Antworten. Der größte Brocken vom Stahl wird für Gebäude und Infrastruktur genutzt. Laut Bill Gates werden wir in den nächsten Jahren so viel Baumaterial brauchen, als würden wir ein neues New York City bauen, und zwar jeden Monat 40 Jahre lang. Klar könnte man jetzt überlegen, wie wir ohne Stahl bauen, aber sind wir mal realistisch, gerade in Verbindung mit Beton, was nochmal eine ganz eigene Story ist es einfach zu gut zum Bauen und gerade für große Bauprojekte oft der einzig sinnvolle Rohstoff. Das heißt, wir brauchen weiterhin sehr viel Stahl. Wenn wir Stahl also nicht durch was Klimafreundliches ersetzen können, müssen wir einfach herausfinden, wie wir Stahl selbst klimafreundlich machen. Und das schnell. Ich wollte wissen, ob die Stahlindustrie selbst den Bedarf erkannt hat, deswegen habe ich den ersten Stahlhersteller angeschrieben, der mir eingefallen ist, ThyssenKrupp.
Die Nachfrage ist da. Die Kunden wollen grünen Stahl gerne haben. Viele Kunden sagen, ach, ich hätte aber gerne wirklich jetzt mal CO2 verminderten oder sogar CO2 stark reduzierten CO2-armen Stahl. Die Stahlhersteller haben also schon den Bedarf erkannt und sie arbeiten sogar schon an verschiedenen Technologien, um Stahl klimafreundlich zu machen. And I think it'll vary depending on geography. There's Brazil, for instance, is producing a lot of steel with using what they call biocharcoal. So instead of using coal, they're using trees and other things. But they can produce more trees and plant them responsibly. Mit Biokohle bläst man zwar immer noch CO2 in die Luft, also der Prozess des Stahlherstellens ist der gleiche wie vorher, allerdings eben nur so viel CO2, wie die Pflanze vorher in ihrem Lebenszyklus durch Photosynthese an sich gebunden hat. Die Challenge hier ist natürlich dann, die Pflanze nachhaltig anzubauen. Andere große Produzenten, wie zum Beispiel ThyssenKrupp, setzen auf Wasserstoff. Und das finde ich ganz spannend. Weißt du noch, warum wir Kohle für die Stahlproduktion brauchen? Um den Sauerstoff vom Eisenerz zu trennen. Und Kohle und Sauerstoff ergibt CO2. Jetzt haben sich schlaue Leute überlegt, in was für weniger schädlichen Molekülen ist Sauerstoff noch enthalten? Wasser. Und dann kamen sie auf die Idee, Wasserstoff als Reaktionspartner zu benutzen. Und aus Wasserstoff und Sauerstoff wird einfach nur Wasserdampf. Man schüttet also nicht mehr Eisenoxid und Kohle zusammen, sondern man bläst Wasserstoff durch das Eisenoxid. Der Wasserstoff nimmt jetzt den Sauerstoff an die Hand und die beiden brennen zusammen durch. Übrig bleibt wieder schönes, sauberes Eisen für unseren Stahl. Das können Sie aber nicht vollständig machen. Mit den Aggregaten, die wir jetzt haben, sind die Möglichkeiten, dort Kohle durch Wasserstoff zu ersetzen, sehr beschränkt. Wir können da maximal 20% ersetzen mit den bestehenden Hochöfen, maximal. Aber wir werden natürlich keine neuen Hochöfen mehr bauen. Eine wirklich vernünftige Vorgehensweise ist dort ein Hochofen, der sein Lebensdauerende erreicht hat. Der wird selbstverständlich nicht ersetzt, sondern der wird durch ein neues Aggregat ersetzt. Als dritte große Lösung gilt Carbon Capture and Storage. Hier filtert man das CO2 einfach oben am Schlot ab und verstaut es dann sicher unter der Erde. Die Anlagen gibt es heute schon, ist aber noch ziemlich teuer. Natürlich kann man auch auf mehrere Technologien setzen. Zum Beispiel, indem man mit Wasserstoff einen Teil der Kohle im Hochofen ersetzt, so wie es Herr Dr. Weinberg gerade beschrieben hat, und für die verbleibenden Emissionen dann Carbon Capture and Storage benutzt. Übrigens, der Vollständigkeit halber, manche Firmen, wie auch ThyssenKrupp, setzen unter anderem auf Carbon to Chem. Das heißt, sie filtern oben am Schlot das CO2 ab, so wie wir es vorhin hatten, aber anstatt es unter der Erde zu verstauen, stellen sie damit Chemikalien her, die sie weiterverkaufen können. Das ist natürlich finanziell deutlich attraktiver, allerdings landet dieses CO2 früher oder später wieder in der Atmosphäre. Deswegen ignoriere ich es auch für diesen Film, da ich auf der Suche nach wirklicher Klimaneutralität bin. Eine Frage bleibt mir aber noch. Ist CO2-frei, also komplett CO2-null überhaupt möglich? Nein, es ist technisch extrem schwierig im Moment. Da muss noch einiges dran gemacht werden. Und weil das so ist, werden die meisten seriösen Anbieter eine Bilanz aufstellen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich nenne mal einfach, damit es greifbarer wird, eine Zahl, wenn wir um 5% vermindern, dann sagen wir, okay, wir haben 5%, haben wir bilanziell schon mal CO2-frei. Du merkst schon, es geht schleppend voran. Es geht was, aber es geht sehr langsam. Was ich gelernt habe, ist, dass man Stahl mit weniger CO2-Emissionen herstellen kann. Komplett CO2-frei wird schwer, also sehr schwer. Um jetzt wirklich auf CO2-0 zu kommen, wo wir hin müssen, muss man also irgendwie das CO2 wieder aus der Luft holen. Dafür werden wir negative Emissionen brauchen, also sowas wie diese Carbon Capture Anlagen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Falls du das erste Mal von negativen Emissionen hörst, bist du sicherlich nicht der Einzige. Da ich ja herausfinden will, wie wir die Klimakrise lösen, werde ich zu dem Thema sicherlich auch noch Videos machen. Falls du das nicht verpassen willst, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Jetzt aber wieder zurück zum Stahl. Ich würde dir jetzt gern sagen, was du und ich dafür tun können, um die Entwicklung zu klimaneutralem Stahl zu beschleunigen. Was sagen denn meine Interviewpartner dazu? The only means we have is lobbying government for policy changes. So for instance, you could say, okay, well, the government buys a lot of steel. They make all these infrastructure programs. You could say, okay, well, surely one of the criteria the government could put in place is, well, we want the steel that's being used in these programs to be produced responsibly. Wenn grüne Produkte bevorzugt gekauft werden, dann werden sie auch bevorzugt produziert. Das heißt also, man muss wirklich sagen, Leute, kauft grünen Stahl.
Herr Dr. Weinberg meint, dass Marktsignale der Schlüssel sind. Ich persönlich habe noch nie Stahl direkt gekauft, also kann ich auch nicht wechseln, wie ich es bei meiner Plastikzahnbürste gemacht habe. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun können. Anne Claire meinte ja, dass wir auf die Politik zugehen können, damit schon mal die staatlichen Bauprojekte mit grünem Stahl umgesetzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dafür nicht mal auf die Bundesebene gehen müssen. Wenn du mitbekommst, dass in deiner Gemeinde oder Stadt ein neues Bauprojekt ansteht, zum Beispiel eine Schule oder eine Brücke, dann frag doch mal bei deiner Bürgermeisterin oder deinem Bürgermeister nach, ob grüner Stahl in Betracht gezogen wurde und erklär ihnen, warum das wichtig wäre. Somit betreibst du Lobbyarbeit und steuerst indirekt Marktsignale. Das kann eine ganz einfache, nette E-Mail an deine Bürgermeisterin oder Bürgermeister sein und meiner Erfahrung nach sind die sogar ganz happy darüber zu erfahren, was ihren Mitbürgern wichtig ist. Eine weitere Möglichkeit, die wieder auf politisch aktiv werden hinausläuft, diesmal aber auf Landes- oder Bundesebene, ist, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Zum Beispiel, indem du eine E-Mail schreibst an dein Energieministerium oder das ist meistens mit dem Wirtschaftsministerium kombiniert und denen erklärst, dass das jetzt wichtig ist. Wir haben ja gerade gelernt, dass wir für grünen Stahl grünen Wasserstoff brauchen. Und um grünen Wasserstoff herzustellen, braucht es Wasser und Ökostrom. Das heißt, wir werden nicht nur unseren bisherigen Strombedarf auf Ökostrom umstellen müssen, sondern wir brauchen noch mehr Strom, um den ganzen Wasserstoff auch grün herzustellen. Also müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien ordentlich beschleunigen. Wir haben also gelernt, Stahl ist wichtig für unseren Wohlstand. Wir werden auch so schnell nicht aufhören, mehr Stahl zu produzieren. Stahl ist außerdem ein sehr sinnvoller Rohstoff, da er sich unendlich recyceln lässt. Um den Stahl in großen Mengen klimaneutral herzustellen, braucht es einen Riesenumschwung in einer großen, trägen Industrie. Und soweit ich gelernt habe, können wir Privatleute das Ganze nur beschleunigen, indem wir Marktsignale setzen und politisch aktiv werden. Mir persönlich geht es natürlich alles immer zu langsam und ich würde am liebsten übermorgen die Klimakrise gelöst haben. Also, wenn du noch ein paar Ideen hast, lass uns gerne in den Kommentaren ein paar Pläne schmieden. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis dann. The question we're now having is, we just consume too much. It's not about consuming better only, it's about consuming better and consuming less is the way forward.